Thomas Horschbach von Werde Musiker, herzlich willkommen zu diesem Piano-Tutorial Ghostbusters. Es ist alles in diesem Video, ich spiele dir das Lied bzw. das, was du hier lernen wirst, ganz am Ende des Videos einmal vor. Es ist was anderes heute, nämlich ist es eher so eine kleine Jam-Session. Das heißt, ich zeige dir so verschiedene Teile und du kannst sie eigentlich zusammenbringen, wie du möchtest. Klar kannst du das Lied auch wie im Original spielen, allerdings finde ich, irgendwie passiert da zu wenig für und also man kann viel mehr rausholen, wenn man sich so ein bisschen seine eigene Version draus bastelt und die Teile halt so wie ein Puzzle zusammenfügt. Dann wird es ziemlich geil, macht großen Spaß. Du findest wirklich alle Teile in diesem Video, auch wenn das Video relativ kurz ist, weil ich so relativ schnell heute durchgehe. Ich erkläre jetzt nicht nochmal alles von Anfang an im Detail. Wenn du Starthilfe brauchst, neu hier bist oder Anfänger bist, dann check unbedingt meine kostenlosen Klavieranfängerlektionen im Crashkurs. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn du schon dabei bist, jetzt viel Spaß mit diesem Tutorial und wir legen los. Ich stelle euch 5 Parts vor und das sind auch die Parts, die ihr eigentlich braucht, um das gesamte Stück spielen zu können oder vor allem eine richtig geile Jam-Session draus zu machen. Guck mal, hier vor allem dieser ja, das ist der ganz wichtige Teil. Also gleich im Detail, das wird die ganze Zeit wiederholt, ne? Dieses eine Riff oder dieses kleine Thema. So, Part 2 in der linken Hand sehr ähnlich, rechts eigentlich dann so ein Synthi-Part. Das war's schon. Ja, auch ziemlich geil, wird auch mehrmals wiederholt, wenn du möchtest. Dann kommt die Strophe, die ist sehr ähnlich, eine Oktav tiefer. Spiele ich jetzt nicht vor, nämlich das, was der Synthi spielt eigentlich dann. Singt ein Sänger und da müssen wir ein bisschen tricksen, aber ist sehr ähnlich. Dann kommt das allerwichtigste Teil. Der allerwichtigste Teil. Ja, das war's schon. Das wird auch wieder wiederholt, beziehungsweise. Und natürlich lernst du das auch leichter. Ja, wenn du die leichtere Version spielen möchtest. Und zum Schluss gibt es dann noch diese Bridge. Ja, das war's auch schon. Das wird wiederholt. Und wieder Part 1. Also, das ist das, was ich dir zeigen werde. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Legen wir los mit dem ersten Part. Guck mal, was du verstehen sollst, ist, dass wir 3 Akkorde haben. H-Dur, guck mal, H, 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 Dis, Fis. Das sind diese Töne. Dann haben wir A-Dur, Achtung, wie folgt. Die linke Hand geht komplett hier hoch zum A. Und die rechte Hand spielt Cis, E, A. Und dann E-Dur. In der linken Hand ist das E und hier haben wir H, E, Gis. So, wenn du das spielen kannst und übrigens such dir diese Töne jetzt bitte raus, spule eventuell das Video nochmal zurück, um dir das genau anzuschauen. Bam, 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 H-Dur und dann A-E, H-Dur und dann A-E. So, das gilt es jetzt zum Erbrechen, zu üben und zu wiederholen. Pausier das Video, bis du das so spielen kannst. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das sind die allerwichtigsten Akkorde überhaupt. Jetzt bringen wir nur noch ein bisschen Rhythmus rein. Die linke Hand spielt nämlich jeden Ton zweimal. Auch nicht mehr in der Oktave. Ja, das brauchen wir später nochmal, die Oktave, die ich dir vorhin gezeigt habe. Wenn du das nicht greifen kannst, brauchst du das sowieso nicht machen. In der linken Hand auf jeden Fall bam, 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 H, A, E, H, H, A, A, E, E, H, H. A, A, E, E. Das ist der nächste Schritt. Das gilt es jetzt auch im nächsten Schritt zum Erbrechen, zu üben, Video pausieren, schön auf Wiederholen. Und dann bauen wir jetzt nur noch in der linken Hand eine andere Sache ein. Diese 3 Töne. D, Dis, Fis. Auch die gilt es jetzt ganz oft wiederholen, dass du das machen kannst. Ist ein bisschen Geschmackssache hier mit dem Daumen auf dem Fis, aber ich denke, es ist cool. Dann das H, was wir davor hatten, ne, können wir dann dazu nehmen. Bam, bam. A, E,
A, E. Ne? Und H, A, E, das ist das, was wir schon hatten, haben wir, diese 3 Töne haben wir einfach noch hinter dem A dazwischen geholt. H, H, D. So. Und das ist die legendäre Ghostbusters Bassfigur. Und jetzt spielen wir noch die rechte Hand dazu. Pass auf, wenn du das noch nie gemacht hast, das ist richtig schwer. Wenn beide Hände zusammenkommen, fühlt sich das so an, als könntest du gar nichts am Klavier. Das ist normal, das muss wiederholt werden. Deswegen wieder Video pausieren. Ganz langsam. Hier, A und A zusammen. Noch langsamer kannst du das übrigens spielen. Und das schön wiederholen. Ganz, ganz oft, bis du es perfekt spielen kannst. Und schnell klingt das dann. So, und das war schon der erste Teil. Kommen wir zum zweiten Teil. Im zweiten Teil haben wir die linke Hand, genauso wie ich sie dir schon gezeigt habe. H, A, E. Allerdings spielen wir H, 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 A, A, E, E, H, 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 A, A, E, E, H, 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 A, A, E, E, H, 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 A, E, E. So, ist auch eine kleine Herausforderung hier mit dem Springen. Probier mal aus, ob du das kannst. Wenn du es nicht kannst, kannst du einfach die Töne einzeln spielen. Das H hier unten und nicht in der Oktave. Okay? So, und die rechte Hand spielt. Das war's schon. H, H, Dis, H, Cis, A. Nochmal. Das ist der Übeabschnitt. Auch das wiederholst du ganz oft, bis du so spielen kannst. H, H, Dis, H, Cis, A. Da, 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 bam, bam, bam. Und übrigens mit dem Einatmer. Ja, das ist ganz wichtig. Stell dir den vor, rhythmisch zumindest. Muss nicht einatmen, aber stell es dir so vor. Okay? Und danach da hängen wir noch dran. H, 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 H. 1, 2, 3, 4. A, Cis, H. Die Herausforderung ist eigentlich, das H so schnell zu spielen. Deswegen mache ich manchmal lustigerweise so. Damit versteife ich den Finger. Ist nicht die beste Klaviertechnik, aber ich habe es mir über die Jahre immer wieder angewöhnt. Es geht natürlich so auch. Ja, also, das ist die Herausforderung. Okay, das ist die rechte Hand. Linke und rechte Hand zusammen. Erster Überabschnitt. Nochmal. Okay. Dann geht's weiter. Guck mal. Cis A und links AA. Und das E einfach alleine noch dranhängen. E alleine. Und dann wird wieder links das H. Nochmal. Ja, Entschuldigung. So, also hier halbieren wir das auch. Die linke Hand spielt zweimal. Da. Und ne, das wird wiederholt. Und dann, ich spiele es mal langsam komplett vor. Das war's. Das ist der zweite Teil. Den kannst du natürlich auch ganz oft wiederholen. Und wir kommen schon zum dritten Teil, der Strophe. In der Strophe, die linke Hand spielt genau das gleiche, was wir gerade hatten. Und der Sänger, am besten hörst du mal in das Original rein. Es wird viel gesprochen und nicht unbedingt gesungen. Das ist eine kleine Herausforderung. Ghostbusters! Ja, das kann man nicht auf dem Klavier so übertragen, aber ich zeig's dir gleich.
So, das ist der erste Überabschnitt. H, D, H, D, A, H, H, H. So, dabei sind die Töne gar nicht mehr so wichtig, viel wichtiger die Betonung. Ja, kurz zum Beispiel. Könnte auch heißen. Guck, das spiele ich die abwechselnd und bei dem anderen das bleibe ich auf dem H. Das meine ich mit, die Töne sind nicht so wichtig, viel wichtiger der Rhythmus, nämlich das andere ist ein bisschen Phrasierung, was die Stimme ein bisschen besser kann als wir im Klavier. Und dann wird es wiederholt. Guck mal hier, wie schnell. Musst du nicht machen, das ist ein kleines Detail. So, und jetzt kommt das Perkussive, das so ein bisschen gesprochen wird. Da spiele ich D, H, 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 H. Badadadadam. Wieder viel wichtiger der Rhythmus, die Energie. Badadadadam. Ja, auch dadadadadam. Nicht irgendwie dadadadadam, sondern dadadadadam. Auch langsamer geht auch mit der Energie. Bab. Ghostbusters. Und dann nämlich das H in der Oktave. Ghostbusters. Ja, probiere auch gerne einen anderen Ton aus. Ich finde, für mich klingt das am schönsten. Ghostbusters. Wir können es auf dem Klavier nicht anders umsetzen. Wenn du möchtest, spiel's nicht, sondern schrei es einfach. Ghostbusters! Ja, ist eigentlich noch viel witziger. Okay, also, das war schon die Strophe. Ghostbusters. So, und auch das wird wiederholt und mit der linken Hand zusammen klingt das dann so. Ja. Also. Dum, 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 dum. Du, 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 du. Ja, beziehungsweise jetzt habe ich das hier unten schon gespielt, das Ghostbusters ausgelassen. Du siehst, ich sehe das hier mit den Tönen nicht ganz so eng, kann man auch nicht. Such dir da eigentlich die Töne raus, die dir am besten gefallen und spiel dann hier oben noch Ghostbusters oder Schreis, wie auch immer. Das ist die Strophe. Ist nicht der wichtigste Teil in diesem Stück, nämlich der wichtigste Teil kommt jetzt. Der legendäre Synth, die am Klavier klingt, da finde ich nicht ganz so geil, aber wir können es geil umsetzen. Und es ist einfacher, als es aussieht, nämlich die Melodie ist eigentlich nur D, H, D, H, nur D und H. Bam, 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 bam. Und dann A, B, H. Badadam, 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 ladam, badam, 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 badadam. Das war's schon. Ladam, badam, 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 badadam. Und in der linken Hand gehen wir runter. Pass auf folgende Töne. H, das ist unser Grundton, den haben wir die ganze Zeit. Dann gehen wir aufs A. Also einen Ganzton tiefer, dann einen Halbton tiefer aufs Gis. Und vom Gis gehen wir runter aufs E. Und es sind übrigens wieder unsere Töne. H, erinnerst du dich, wir hatten immer H, A, E. Jetzt haben wir auch H, das A, allerdings das A hier unten und nicht hier oben. Das Gis gehört in gewisser Weise zum E, was danach gespielt wird. Also wieder H, A, E. Und das Gis haben wir dazwischen, aber das Gis ist Bestandteil von E-Dur-Akkorden. Deswegen macht es total Sinn, dass das davor gespielt wird. Wir haben also noch immer H, A, E. Nur, dass wir das Gis dazwischen haben. Also. Achso, Entschuldigung. Ne, guck mal, nur die Melodie in der rechten Hand, dann können wir es schon zusammenspielen. Lam, bam, 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 badadam. Und die rechte Hand hat das Thema einmal gespielt und die wiederholt es jetzt. Und da haben wir H und A gespielt und an den Stellen spielen wir im zweiten Durchgang Gis und E. Das war's schon. Und alles mal zusammen. Entschuldigung.
Das ist eigentlich das Hauptthema, das ist die einfache Version. Die komplexere ist, dass du in der linken Hand nicht nur die Töne einzeln spielst, sondern mit der Oktave und in der rechten Hand die Akkorde dazu spielst. H-Moll ist das hier. Guck mal, das ist ein H-Moll-Akkord. Letztendlich spielst du quasi D und Fis noch zusätzlich dazu. Von den Fingern ist es natürlich schwieriger zu greifen, deswegen musst du gucken, ob du es technisch schaffst. Guck, D und Fis werden die ganze Zeit mit angeschlagen. Guck, und da sieht man mal, wie wenig da eigentlich passiert. D und Fis wird die ganze Zeit geschlagen, sonst sind es die beiden Töne, die ich gezeigt habe und unten die Oktave. Und das war schon Teil Nummer 4. Teil Nummer 5 ist jetzt wirklich ganz kurz. Wir haben das H und das A in der linken Hand, das war's schon. Und zwar bam, bam. Und die rechte Hand spielt D, Cis, A, E. Also H, A, bam, 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 bam. Und in der Wiederholung Cis, H, E, E. Bam, 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 bam. Und wieder, und das war's schon. Und dann wieder H, A. Und dann die linke Hand einfach bam, 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 bam. Und das war's schon. Jetzt kommt Teil 1. Wenn du jetzt alle Teile kannst, dann kannst du da eigentlich zu jammen, wie du möchtest. Nämlich, ich finde, die Nummer ist dafür gemacht. Achtung. Ja, da habe ich mich verspielt, aber was ich gerade gemacht habe, ich habe nichts anderes gespielt, als ich je gezeigt habe. Mal hier oben, sehr reduziert ein Thema. Ich habe die Reihenfolgen ein bisschen durcheinander gebracht und ich habe noch nicht mal die Originalreihenfolgen gespielt. Das kannst du natürlich gerne machen, wenn du das machen möchtest. Hör dir unbedingt das Lied an, aber ich finde es zu langweilig, dafür passiert zu wenig, um das dann so auf dem Klavier zu spielen. Es macht viel mehr Bock, hier zu jammen, zu improvisieren. Alles, was ich hier gerade gezeigt habe, mal ein bisschen komplexer spielen, mal ein bisschen weniger komplex spielen und einfach alles vermischen. Und dann ist das eine richtig geile Nummer am Klavier. Viel Spaß dabei. Schau mal auf meiner Webseite vorbei, werdemusiker.de, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Video.